Ja, meine Frau kommt ganz oft zu mir und sagt, Schatz, kannst du nicht mal eben schnell? Und wir Männer wissen natürlich, das geht nicht immer mal eben so schnell. Aber mit dieser Paneele hier haben wir leider keine Ausrede mehr. Moin, ich bin André von Planeo und ich möchte euch heute unsere neue Wandpaneele, MPC-Wandpaneele vorstellen. Und das Ding ist wirklich einfach. Das sieht richtig gut aus, ist extrem schnell gemacht und ja, wir werden wohl doch nach Feierabend noch mal eben schnell den Flur verschönern. Generell vom Produkt ist das auch super easy, ist Kunststoff. Wir haben hier links und rechts immer eine Nut- und Federverbindung, sodass man die nur ineinander stecken muss. Und die Paneele an sich wird einfach geklebt, hinten Kleber rauf, an die Wand drücken, fertig. Also wirklich sehr, sehr easy. Ich zeige euch Schritt für Schritt, wie das geht, damit ihr das auch ruckzuck umsetzen könnt. Viel Spaß! Ja, als erstes messen wir uns natürlich aus, weil hier werden wir keinen großen Rahmen oder ähnliches haben, sondern das wird relativ nah ran geschnitten. Es gibt diese Paneele, wir machen das in Kombination mit einer geriffelten und einer glatten. Das zeige ich euch aber gleich alles. Aber da müssen wir natürlich so ein bisschen schauen. Die glatte, die können wir nachher schön versiegeln. Das macht der Hausherr hier nachher selber. Aber hier, wenn ich diese Paneele jetzt hier oben habe, hier versiegel ich natürlich nicht. Ne? Deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Vom Messen her ist es hier auch sehr interessant. Auf dieser Seite sind wir hier bei 253,6, 253,7. Und hier auf dieser Seite sind wir dann bei 2,51 Meter, ja, 51. 9, 8. Irgendwo geht das hier richtig schief weg. Wenn ich hier die Mitte nochmal nehme, 2,53 Meter. Da oben irgendwo ist da ein Knick drin wahrscheinlich. Die Fliesen habe ich geguckt, die sind schön gerade. Das heißt, das liegt an der Decke. Jetzt ist natürlich die Überlegung, sagt man gleich, man arbeitet hier mit Schattenfuge. Das heißt, wir würden von oben ein bisschen Platz lassen, so vielleicht so Lamellenbreite, sage ich mal. Und dass die Paneele erst hier so lang geht, dann würde diese schiefe Linie oder die schiefe Kante von der Decke gar nicht so auffallen. Das werde ich gleich nochmal absprechen mit der Hausherrin. Ich bei mir würde es wahrscheinlich so machen, weil durch dieses ganz nach oben schieben und wenn das dann irgendwo dann nachher einen Knick gibt, dann muss ich diesen Knick ja übernehmen. Gerade weil das eine andere Farbe ist, werde ich dann auch diesen Knick richtig in der Paneele sehen. Das sieht meistens nie schön aus. So mit so einer 2 cm Schattenfuge wäre es hier am schönsten. Ja, das kläre ich mal eben ab. Ich komme gleich wieder. Moment. Bro. Willst du nicht zum Haus? Ja, ich habe geklopft eben. Oh ja, natürlich. Hi. Ja, ich habe das mal eben abgeklärt. Also wir werden es jetzt hier so machen, weil es geht halt ja hier erst gerade, so ganz leicht schräg. Dann irgendwo hier macht das so einen Knick nach unten und dann geht das hier nochmal so schräg weiter. Jetzt haben wir es so gemacht, so hätte der Hausherr das gerne, dass wir sagen, wir lassen hier 2 cm Luft und wir lassen hier 2 cm Luft und von hier nach links rüber entsteht dann halt eine gleichmäßige Schräge nach oben. Ich denke, das wird auch ganz gut aussehen, aber ist für uns natürlich noch ein bisschen schwieriger. Aber gar kein Problem, mit der Paneele geht das wunderbar. Wir schneiden die erstmal grob zu und dann werden wir die nachher anzeichnen und alle auf einmal absägen. Erstmal nehmen wir die geriffelte, immer 3 Stück, die schneiden wir erstmal jetzt. Moment. Lugi, ob gerade im rechten Winkel. Das ist sogar ein Prüfwinkel, den ich hier habe. Der ist geprüft auf Rechtwinkligkeit. Passt ja. Guckt ein bisschen von der Kante her. Wir werden hier die Originalkante nehmen von unten, weil die sieht hier sehr sauber aus. Oben war ein bisschen was kaputt, deswegen das werden wir gleich wegschneiden. Sicherste Variante wäre natürlich, wenn man unten und oben nachschneidet. Aber das sieht hier schon sehr, sehr sauber aus. Das ist dann kein Problem. Wir machen es jetzt ja so, dass wir erstmal grob zuschneiden. Dafür schneide ich auf 2,55 Meter. Jetzt ist die Paneele dann kurz genug, dass sie an die Wand passt, aber immer noch lang genug, dass wir was abschneiden können, gleich für unsere Schräge. Wir werden das jetzt so machen, wir schneiden alle Paneele schon fertig zu, stellen wir die alle rein, unten schön mit 3 mm gleichmäßig Abstand und dann werden wir oben einmal anzeichnen und die Schräge quasi anzeichnen und die dann schneiden. Wenn ihr natürlich einen Laser habt, den ihr euch positionieren könnt, wäre auch cool. Der zeigt euch schon immer diese Schräge an, das könnt ihr euch einstellen und dann könnt ihr euch anhand dieser Schräge halt orientieren. Aber ich mache es jetzt so. Was machen wir jetzt als erstes? Ich werde das jetzt mit der Stichsäge erstmal grob vorschneiden. Nachher den Feinschnitt machen wir mit der Handkreissäge. Die glatte, die könnte man auch mit dem Cutter anritzen, brechen. Das geht, meine ich, auch sehr gut. Das probieren wir nachher mal aus. Aber jetzt erstmal grober Schnitt, nur dass wir das schon mal ranhalten können. Stichsäge.
Da hat man das auch schon gemerkt, die kann man ruckzuck durchschneiden mit dem Stichsägeblatt. Selbst wenn das stumpf gewesen wäre oder ich andersrum gesägt hätte mit der glatten Seite. Ich glaube, das wäre gut durchgegangen. Das sind diese 3. Damit gehen wir erstmal eben hoch und dann schauen wir mal. Ja, das ist doch schon wunderbar eigentlich. Jetzt werden wir erstmal noch die Geraden jetzt zuschneiden. Die sind immer 60 breit. Gibt's, meine ich, sogar auch in noch breiter. Guckt mal bei uns im Shop, MPC-Paneele. Dann einfach MPC eingeben, dann kommt ihr da eigentlich schon automatisch hin. Hier haben wir jetzt ungefähr 3 Stück aneinander gemacht. Jetzt haben wir ungefähr 41. Und diese 41, die möchten wir ja auch gerne so in etwa zumindest in glatt haben. Also schieben wir gleich noch ein bisschen rüber. Dann haben wir hier 60 und ja, und nochmal 60. Hier müssen wir ja schon runter auf 51,9 war das, ne Joseph? Ja, keine Ahnung. Ich bin nur Kameramann. 252,5. 52. Hier machen wir 251. Und hier machen wir wieder 252,5. Oh, 253 machen wir mal. Lieber auf Nummer sicher gehen. 53, 52, 51. Soweit erstmal. Ein ganz wichtiger Hinweis, vielleicht wird es auch geändert, aber falls nicht, passt da ein bisschen auf. Man geht natürlich schnell bei und will ja hier einmal einschneiden mit seinem schönen scharfen Cutter. Ist auch okay, kann man machen. Und dann geht man gerne dabei und schneidet hier halt einmal auf, weil hier auch einfach die Naht ist. Hier ist zwar so ein bisschen Schaumstoff, aber hier ist schon gleich die Dekorseite. Das heißt, wenn ihr hier jetzt anfangt aufzuschneiden und ihr stecht aus Versehen ein bisschen zu tief, dann zerkratzt ihr euch hier direkt die Oberfläche. Deswegen passt hier gut auf, wenn ihr das hier aufschneidet. Wirklich nur ganz oben lang kratzen und da wirklich aufpassen, dass ihr das nicht zu tief macht. Wäre ärgerlich. Ich probiere mal eben, ob man es mit dem Cutter auch einfach anritzen kann und dann brechen kann. Einfach mal wie bei einem Vinyl. Oh. Ja, also ich sag mal so, für den groben, schnellen Vorschnitt, dass man eben schnell abkürzt, ist das wunderbar. Von der Kante ist die eigentlich auch ziemlich sauber. Die steht hier so ganz leicht hoch, halt durch das Reinschneiden ist sie hier so ein bisschen hochgewölbt. Das kann man da ganz einfach wegmachen nachher, ne? Jetzt versuche ich nochmal von hinten. Oh. Hier habe ich jetzt von hinten geschnitten. Macht man ja eigentlich nicht, weil die Deckschicht dann ausreißt. Der Bruch ist jetzt nicht besonders sauber, ne? Man sieht das hier, dass das so ein bisschen... Aber ansonsten muss man halt schon sagen, dass hier jetzt nicht von der Deckschicht selber immer so Ausbrüche sind halt. Das finde ich eigentlich ganz gut. Aber von oben ist besser? Auf jeden Fall. Also grundsätzlich immer von oben schneiden, dann behaltet ihr euer sauberes Dekor. Würdest du sagen, lohnt sich trotzdem jetzt eine Tauchsäge zu leihen? Für den letztendlichen, den geraden, sauberen Schnitt, so wie man ihn ja eigentlich dann auch haben möchte, da auf jeden Fall. Wenn man jetzt sagt, ist mir egal, weil ich versiegel sowieso. Ich klebe nochmal ab, versiegel dann mit Acryl und streiche das mit über, so, weil ich den direkten Wandanschluss dann haben will. Dann würde ich sagen, brauchst du es nicht. Kannst wunderbar mit dem Cutter schneiden, durchbrechen, rankleben, abkleben, versiegeln, fertig. Zack. Ja, hier hinten die Wand ist auch noch ein bisschen schief. Das heißt, wir müssen die Platte jetzt auch ein bisschen schief schneiden. Dadurch, dass wir ja mit den Lamellen arbeiten, sollen die natürlich nachher schön gerade sitzen. Das heißt, wir müssen unsere Platte auch wirklich schön in Waage anbringen. Da müssen wir unten so 1 Zentimeter ungefähr abschneiden. Das werden wir mal eben machen. Das machen wir jetzt auch mit der, wahrscheinlich mit der Handkreissäge. Einmal schön gerade runter und dann, genau, geht's weiter. Hola. Hola. Ich bringe Werkzeug ran. Ich bin der Werkzeugmann. Yeah. Hier machen wir noch einen kleinen Übergang mit rein.
Die Ecken sind ja meistens immer so ein bisschen rund. Deswegen nehme ich das hier von hinten auch noch so ein bisschen weg, damit die Ecke auch nicht stört. Zack, Platte. Das muss er dann ein bisschen versiegeln und dann mal mit der Farbe überstreichen. Das sieht tipptopp aus. Ja, wir haben jetzt hier die lange Kante, die ist so ein bisschen schief, weil ich muss erst gerade, dann wieder schräg, dann wieder gerade. Mit der Handkreissäge will ich das jetzt nicht machen mit Schiene, muss ich 20 Mal ansetzen. Ich glaube, es geht im Multimaster schneller. Entweder mit dem Cutter vielleicht auch 2-3 Mal richtig anritzen, aber das ist hier gerade alles ein bisschen lang, die ganzen Paneele. Ich probiere es einfach mal mit dem Multimaster. Schauen wir mal. Macht das vielleicht auch ein bisschen schlauer als ich. Ich meine, ich wusste das trotzdem, aber habe das jetzt blöderweise auf der Folie angezeichnet. Gerade dann, wenn ihr anfängt zu sägen, verschiebt die sich halt auch, weil man sie ja mit durchsägt und dann ist euer Strich weg. Ist total blöd, wusste ich auch, habe ich trotzdem gemacht. Kennt ihr das, wenn ihr Sachen macht, obwohl ihr wisst, dass es eigentlich dumm ist? Nee. Nö, du nicht, ne? Kameramann, nee, der sowieso nicht. Handbefehl. Oh, shit. Was ist das denn? Man, gut, dass wir noch ein bisschen Luft schneiden müssen, ne? Oh. Alter Falter. Das sieht gut aus. So, lassen wir das jetzt. Und jetzt können wir, weil das unten schön aufsteht, können wir jetzt oben ziehen wir einen Strich von hier mit der langen Wasserwaage da einmal so rüber zu diesem Strich, damit wir eine richtig schöne gerade Linie haben und die kruckelige Decke oben damit so ein bisschen kaschiert wird. Jetzt haben wir erstmal angezeichnet und ja, das brauchen wir eigentlich nur noch abschneiden und rankleben. So, André, wie gehen die überhaupt zusammen? Gar kein Problem, kann ich dir zeigen. Also wie schon erwähnt, wir haben so ein Nut- und Federsystem. Das heißt, hier habe ich immer eine Seite Feder, der dann hier immer reingedrückt wird nachher. Zack. Und so ist es eigentlich auch gedacht. Wenn man das verarbeitet, dann sollte normalerweise immer die Feder in die Nut gesteckt werden und nicht die Nut in die Feder. Hört sich jetzt komisch an, aber das heißt, ihr würdet zum Beispiel, wenn ihr das so rum habt, würdet ihr hiermit anfangen, immer in die Richtung, dass ihr die Federseite dann immer hier in die Nut steckt. Natürlich funktioniert es in anderen Situationen auch mal andersrum, aber es ist manchmal schwieriger, mit dieser Lippe, die man hier hat, dann da so hinterzukommen und das da richtig reinzudrücken. Es ist einfacher, mit der Feder zu kommen und die in die Nut zu drücken. Also generell für euch ist ja immer maßgebend die Montageanleitung. Ihr könnt unser Video gucken, wir halten uns da auch möglichst natürlich immer dran, damit das für euch einfacher ist. Manchmal kommt aber auch der Bauherr und sagt, will ich aber nicht so haben, macht das anders, egal was mir die Verlegeranleitung da sagt. Das muss man dann persönlich selbst entscheiden. Deswegen maßgebend ist nicht unser Video, maßgebend ist für euch immer grundsätzlich, egal was das ist, immer die Montageanleitung. Die ist auch immer mit dabei und dann wird das Werkzeug kurz erklärt, dass das für die Wand ist, aber nicht für den Fußboden zum Beispiel, dass es nur für den Innenbereich ist, aber nicht für den Außenbereich ist. Allgemeine Hinweise, wie ihr das verlegen sollt, wie ihr das kleben sollt. Wir werden es wahrscheinlich gleich nicht genau so machen, wie es da steht. Kennt ihr vielleicht von mir. Weil ich denke halt auch immer daran, ja, das soll fest sein, das ist schon richtig, aber ich möchte es vielleicht auch mal wieder abhaben. Und wenn ich da so viel Kleber hinterballer, ist erstmal der Verbrauch sehr hoch. Ich kriege das beim Entfernen halt so schwer ab. Für die Garantie macht ganz viel Kleber dahinter. Aber wenn ihr damit rechnet, ich muss es vielleicht auch mal wieder entfernen, vielleicht auch nur Punkte oder ein paar weniger Linien. Ich mache das schon. Ja, wir wollen ja unten jetzt ein bisschen
nach oben. Das sind ja unsere Abstandshalter zum Fußboden legen. Und die kann man halt auch nochmal schön einstellen. Man könnte das alles ein bisschen hoch oder runter drücken, wenn man das möchte. Das ist halt sehr, sehr cool. Lohnt sich auf jeden Fall vielleicht auch für solche Sachen dann. Haben wir unten so eine ganz kleine Fuge, die ist sauber. So klatschen wir das daran. Ja, wir werden das jetzt hier so machen, weil wir müssen einmal da hinter die Fensterbank hinterdrücken und auch hier hinter diesen Türrahmen halt zwischen irgendwie. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach anfangen und die erste, zweite, dritte, vierte reindrücken, weil dann kriegen wir es nachher bei der Fensterbank nicht rein. Deswegen, wir werden erstmal hier die erste machen, dann werden wir links die erste machen und die anderen, die drücken wir uns dann quasi die drücken wir uns also ein bisschen dazwischen dann, zeige ich euch gleich. Aber achtet da ein bisschen drauf, ne, weil das kann manchmal schnell passieren, dass man richtig motiviert auf der einen Seite anfängt und dann auf einmal merkt, ey, ich komme da ja gar nicht hinter. Und dann muss man die alle irgendwie wieder abmachen, den Kleber vielleicht nochmal nachziehen und so. Das macht natürlich keinen Spaß. Deswegen ein bisschen mit Bedacht. Genau, wir nehmen unseren Hesekohl wieder. Vom Untergrund generell ist ja aber bei allen Böden oder Belegen so, Untergrund muss immer fest sein, er muss sauber sein, er muss tragfähig sein und er muss trocken sein. Hier sieht das wunderbar aus, hier kreidet auch nichts. Wenn das bei euch vielleicht kreidet oder so ganz leicht abbröselt, aber wirklich nur leicht, dann mit einem tiefen Grund einmal vorbehandeln, dass es wieder Festigkeit kriegt. Idealfall wäre natürlich auch, wenn man es vielleicht dann nochmal überspachtelt, ne? Aber in der Regel, die Platten arbeiten jetzt auch nicht so stark, dass da große Spannungen auftreten und Kräfte, dass der Kleber das nicht halten würde. Aber letztendlich, der Untergrund ist halt das, was nachher eure Platte halten soll. Und wenn der Untergrund nicht hält oder wenn die Farbe, die da drauf ist, nicht richtig hält, ja, dann hält die Paneele halt auch nicht. Da kann die dann auch nichts für. Aber hier sieht das gut aus. Wir werden jetzt anfangen. Kleber auftragen könnt ihr einfach auf der Wand auftragen natürlich oder aber auch, ich werde es auf der Rückseite wahrscheinlich machen von den Platten. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das auch vollflächig auftragen. Mit einem Zahnspachtel würde ich dann ein B3, je nachdem wie gerade eure Wand ist, B3 bis B11, würde ich dafür nehmen, dass ihr auch einen gewissen Kleberauftrag dann habt. Ne? Kann man auch vollflächig machen, aber wir werden es, so wie der Hersteller sagt, in Schlangenlinien machen. Haben wir jetzt endlich eine elektrische? Nee, habe ich mir ausgeliehen. Ich warte ja immer noch auf Spenden, dass ich mir mal so ein Ding kaufen kann. So, jetzt müssen wir halt hier auch ein bisschen aufpassen, weil, habe ich gerade erklärt, eigentlich immer die Feder in die Nut. Hier ist es aber so, hier haben wir jetzt die Feder, das heißt, wir müssen hier gleich die Nut reinstecken. Aber wir machen jetzt erstmal die andere Seite. Ich mache auf 0, das heißt, wenn ich den ganz reingedreht habe, sind wir auf 5 mm. Das ist für die Unterkante eigentlich ziemlich angebracht. Ja. Diesen hier drücke ich jetzt noch nicht komplett an, weil ich werde den vielleicht gleich noch ein bisschen so wieder davon abnehmen müssen. Jetzt machen wir erstmal eben schnell die große nochmal rein und diese kleinen, dass wir das alles zusammen da so reingedrückt kriegen. Das ist ein Graffiti-Tag. Ja, ich würde auch mal ein bisschen was Künstlerisches machen. Mhm. Ich finde es schön. Ich dachte, siehst du, guck. Jetzt geht's los.
Hast du? So. Erste Wand ist fertig. Das war natürlich jetzt gerade ein kleines Hindernis, dass man da so ein bisschen hinter musste, hinter Türrahmen und hinter der Fensterbank. Aber insgesamt, Joseph, was haben wir gebraucht? Hier war noch ein bisschen die Herausforderung, dass ich da so komisch schräg schneiden sollte. Ja, und noch das Ganze dazwischen labern. Abgezogen von den ganzen Aufnahmen, die wir gemacht haben, nur von der reinen Arbeitszeit, die da dran steckt, jetzt an dieser einen Wand, ist es ja eigentlich nicht länger als eine Stunde. Also reine Arbeitszeit ist wirklich ein Stündchen. Dann habt ihr so eine komplette Wand fertig. Um 4 von der Arbeit kommen, 4:30 ranmachen, 5:30 fertig. Warum nicht? Und sieht richtig schick aus. Wir müssen das gleich noch einmal kurz ein bisschen sauber machen. Ey, wir können auch für die nächste Wand was machen. Ja. Kannst da gleich einen Timer machen. Dann schauen wir mal, wie schnell das wirklich geht, ohne dazwischen labern. Das können wir machen. Seht ihr oben die Uhrzeit? 13:45. Wir fangen an mit dieser Wand, stoppen mal die Zeit und dann gucken wir mal, wie lange es wirklich dauert. Und go. (1:28 Uhr, 15:14 Uhr), passt also. Wir haben nicht geschummelt, wir haben uns auch nicht extra beeilt, auch wenn es bei mir vielleicht so aussieht. Hier diese Striche, das werden wir dann noch mit unseren Reinigungstüchern ein bisschen wegmachen und dann sieht das wunderbar aus. Jo, so, dann gehen wir nochmal zur letzten Wand. Da natürlich immer das gleiche Spiel, aber hier nochmal die Herausforderung, dass wir diesen Kasten hier mit ausklinken müssen. Da messen wir uns das genau aus, aber das wird schon. Und hier werden auch keine Stripes mit da reinkommen. Hier wird die Wand komplett glatt werden. Ja, als letztes werde ich jetzt hier nochmal mit dem Multimaster unten einmal komplett gerade abschneiden. Das ist doch das Einfachste letztendlich. Deswegen unten einmal schön sauber gerade abschneiden. Da klebe ich mir hier noch was ran, dass das so ein bisschen als Abstandshalter dient. Klar kann man das auch gleich so hinmessen alles, dass das immer genau passt. Aber wir haben ja das Werkzeug, warum nicht? Ja, soweit sind wir jetzt fertig. Hier hat Joseph das richtig schön rumgeschnitten. Bin ich sehr stolz auf ihn, hat er gut gemacht. Schön ausgemessen, Handkreissäge. Ich habe natürlich geholfen, aber... Wir werden jetzt hier nochmal wieder herkommen, um das Endergebnis nachher zu machen. Hier wird noch so ein bisschen was aufgehängt. Die Kanten werden einmal versiegelt. Das macht aber der Hausherr selber. Das machen wir nicht. Und von daher, genau, bis später. Ja, eine Woche ist jetzt vergangen. Der Hausherr hat hier noch so ein bisschen weitergemacht, hat die Ecken noch grob versiegelt, hier noch mal so eine Garderobe mit dran gehängt. An sich vom Produkt muss ich sagen, wirklich klasse. Erstmal ziemlich cool finde ich, dass man halt diese verschiedenen Optiken einfach miteinander kombinieren kann. Nut- und Federsystem, man steckt das einfach ineinander und man kann ja noch ganz anders das gestalten, indem man hier noch wieder den nochmal einen Streifen oder so zwischensetzt. Ne? Da kann man ganz kreativ werden.
Und ja, der Vorteil ist, es ist extrem einfach und extrem schnell. Also wir waren hier wirklich ziemlich schnell durch und ja, in kürzester Zeit eine hässliche Wand zu einer schönen Wand gemacht. Das könnt ihr bei euch auch. Bestellt euch einfach mal ein paar Muster bei uns. Guckt euch die an, verschiedene Farben. Im Shop findet ihr die auch unter MPC. Oben in der Suchleiste einfach mal eingeben. Dann seht ihr eigentlich die ganzen Produkte. Und dann guckt euch die an, bestellt was nach Hause und dann macht ihr euren Flur auch schön. Oder Wohnzimmer oder Küche, ne? Wo auch immer. Von daher, danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.